Ja, wir waren die letzten Tage fleißig, also trotz des wechselhaften Wetters. Das ist immer ein bisschen nervig, da er halt draußen steht. Aber wir machen halt das Beste draus, weil wir wollen ihn jetzt ja lackieren demnächst, also schon in einer Woche. Und darum holen wir halt den ganzen alten Lack runter. Also wir wollten erst alles runterholen vom Koffer und dann halt komplett neu lackieren. Aber wir hatten halt mal mit dem Lackierer gesprochen. Er meinte eigentlich, das ist kompletter Quatsch. Wir sollen halt den Lack, da wo er nicht mehr ordentlich haftet und wo er halt schon abgebrochen ist, da sollen wir es halt mit so einem Drahtigel alles runterschruppen und dann halt am Ende vernünftig anschleifen. Und wenn der Lack halt noch gut ist, eine gute Haftung hat, können wir den ruhig lassen. Und an dem blanken Aluminiumteil kommt nachher ein bisschen Primer rüber, damit der neue Lack halt ordentlich haftet. Und dann wird er halt neu lackiert. Ja, Andrea räumt auch schon mal das Fahrerhaus aus. Die ganzen Anbauteile und sowas wollen wir auch schon mal alles abbauen, damit er halt fürs Lackieren vorbereitet ist. Ja, der Spiegel ist mit Kreuzschrauben fest und ich habe die jetzt natürlich übergedreht, weil die schon so verrostet ist. Da ist es ganz cool, wenn man so ein Linksdreher-Set hat. Muss man jetzt nur die richtige Größe finden und damit schraubt sich die ja eigentlich ganz gut raus. Die Schraube ist ja natürlich hin, aber das ist ja nicht so schlimm, Hauptsache man bekommt die vernünftig raus. Ja, wir schmeißen unser CB-Funkgerät raus, weil wir haben das irgendwann mal vor 3 Jahren, als wir nach Island gefahren sind, haben wir es eingebaut, weil wir eigentlich dachten, es ist eine coole Idee. Ich glaube, wir haben es einmal bisher verwendet, weil wir haben sogar so ein Handteil hier. Mal gucken, ich hole das mal raus. Das haben wir schon ausgepackt. Ach, haben wir schon ausgepackt, stimmt. Wir haben sogar so ein mobiles Funkgerät, da kommen irgendwie so AAA-Batterien rein oder sowas. Das Ding, glaube ich, läuft eine Stunde und dann sind die Akkus wieder leer. Wenn man es braucht, funktionieren die sowieso nicht. Und ja, deswegen fliegt das raus, unser CB-Funkgerät. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass das Rostloch, was ich hier repariert habe, dass ich da ja als Einschweißblech alte Teile vom LT, von unserem LT 4x4 genommen habe. Ich habe nämlich gerade hier diese blaue Farbe entdeckt und ja, also fahren wir mal ein bisschen LT-Erinnerung durch die Gegend. Ja, Andrea baut hier hinten gerade unsere Reserveradhalterung baut sie ab, damit man da halt auch zum Lackieren vernünftig rankommt und die wollen wir halt auch nochmal lackieren. Also das Gestell haben wir schon runter, das ist ja so gebaut, also wir haben halt wir haben den Rahmen sozusagen, das ist der Hauptrahmen vom LKW, den haben wir ein bisschen verlängert hier mit diesen Trägern und hier drauf steht dann das Gestell für die Ersatzradhalterung. Eigentlich wollten wir die ja auch noch umbauen und ein bisschen besser gestalten, irgendwie mit so einem Kippmechanismus oder so. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, bevor wir losfahren. Ich bin jetzt einmal komplett abgeschliffen, was echt viel Arbeit ist. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, wie so vieles. Haben jetzt aber zumindest den ganzen losen Lack runter und haben jetzt erstmal so einen Primer aufgetragen auf das ganze blanke Aluminium, weil wir ja immer noch den Wetterbedingungen hier ausgesetzt sind, bevor er dann halt jetzt in einer Woche oder so geht er in die Lackierkabine, da haben wir halt einen Termin und wird dann einmal mit Raptor Lack wird er halt lackiert. Das Fahrerhaus vorne wollen wir wieder so halt original in diesem mit dem Original-Fahrzeuglack überlackieren einmal. Dazu haben wir jetzt erstmal alle Roststellen, die wir so haben, so kleine Rostpickel aufgemacht, beseitigt, Rostumwandler rauf, da kommt jetzt auch wieder Grundierung rauf und das wird dann ebenfalls lackiert.
Ja, das hier am Fahrerhaus, das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Wir haben, also hier sind eigentlich die Kotflügel ja dran und wir haben wirklich alles aufgemacht, was irgendwie ansatzweise nach Rost aussah und haben einen Rostumwandler drauf gemacht. So oft wird er ja hoffentlich nicht lackiert. So, Farbe haben wir auch. So müssen wir jetzt vorsichtig fahren. Ist alles nur provisorisch fest. Aber sind nur 2 Kilometer, dafür wird es schon gehen. Jetzt sind wir erstmal dabei, die Anbauteile wieder anzubauen. Ganz vorsichtig, damit wir keine Kratzer reinhauen. Gut, die kommen nachher eh wieder rein. Ja, aber ne, sind ganz mit zufrieden. Also, ich hätte ein bisschen besser noch stellenweise anschleifen können oder sowas. Wir haben so ein paar kleine Ecken an der Stoßstange, die wir hätten ein bisschen sauberer noch machen können. Aber wir hatten nachher auch keinen Bock mehr, deswegen passt das schon. Und hier ist zum Beispiel auch das Kennzeichen einfach nur vor, das sieht man nachher gar nicht. So, nachdem er jetzt frisch lackiert ist, wir noch ein paar Stellen ausgebessert haben, die wir nicht mit lackieren lassen haben, geht es jetzt wieder an Zusammenbauen und Einräumen. Also Zusammenbauen ist schon fast abgeschlossen, aber einräumen müssen wir auch noch, nachdem wir jetzt alles sauber gemacht haben. Ja, wir haben auch noch so eine kleine Kältebrücke da hinten im Schrank, wo immer viel Kondenswasser war. Und da haben wir uns überlegt, da wollen wir jetzt noch ein bisschen Amaflex hinkleben. Da ist die Isolierung ein bisschen dünner da hinten in der Ecke. Und da ist immer ganz schön kalt. Und deswegen bildet sich da so viel Kondenswasser. Und wir hoffen mal, wenn wir da ein bisschen Amaflex kleben, dass das besser ist. Er ist nicht hübsch, aber funktional. Und im Schrank sieht es ja eh keiner. Ja, soweit sind wir erstmal fertig mit Anbauen und Einräumen. Und wir haben auch schon den neuen Himmel reingemacht. Und jetzt ist uns aber aufgefallen, dass wir die Kupplungsflüssigkeit noch tauschen wollten. Und das machen wir jetzt gerade. Ja, das mit der Kupplungsflüssigkeit ist nämlich relativ wichtig. Also eigentlich ist es Bremsflüssigkeit, aber erfüllt halt in dem Fall die Funktion der Kupplung. Da ist uns nämlich der Zylinder schon mal oxidiert, weil die ist halt hydrophil, die Flüssigkeit, zieht also Wasser und irgendwann fängt es halt an zu rosten. Und deswegen ist halt damals unten Kupplungsnehmer, Kupplungsgeber, also der da unten an der Kupplung sitzt, der Zylinder, ist halt undicht gewesen, weil er durchgerostet war und deswegen ist es wichtig, das regelmäßig zu tauschen. Ja, und das Ganze ist uns ist uns natürlich erst aufgefallen, als es kaputt war und das ist auf Island passiert. Irgendwo im Hochland kam auf einmal die Kupplung nicht zurück. Die war halt nur minimal undicht und tröpfelte halt immer so ein bisschen Bremsflüssigkeit raus und ja, irgendwann war halt nicht mehr genug drin und dann kam die Kupplung nicht mehr zurück. So hatte sich das Problem damals geäußert. Einmal durchtreten. Wurde auch Zeit mit dem Wechsel.